Alrighty, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind gerade auf W54, Tag 5 ist fast zu Ende, geht in Tag 6 rüber. Und ja, wir machen W54 jetzt mal auf Deutsch ein, denn das Thema ist der Elevator. Welchen Impact er bei einem Serverstart haben kann. Und das wollen wir nämlich gleich mal durchgehen. Ich werde jetzt prinzipiell das gleich mal nutzen, um schnell aber mal hier den Dungeon Key zu klettern. Da ist er auch schon. Das ist eine schöne Sache. Den Dungeon werde ich jetzt nicht probieren. Ich werde einfach nur gucken, was wir schnell noch catch-upen können. So. Ich meine, wir hatten ja einen 180er Geschickgegner, den man besiegen konnte jetzt auf die Schnelle. Ne? Das war jetzt ganz schmackhaft so. Item 4600 Gold. Ja, das nehmen wir da noch rein. Ziehen wir mal noch schnell hier das Ding ab. Super. Klasse. Geht sogar was für die Hexe dabei ab. Sehr gut. Den Bigfoot, den kriegen wir auch noch hin. Haben sogar mal ein Epic bekommen. Leider wieder mal kein Epic, was sinnvoll ist so. Weil ich brauche am Ende jetzt Intelligenz hier. Ne? Ist klar. Banshee und Mordmaschine warten auf mich. Und ich glaube, der Dungeon ist auch Intelligenz hier. Ja. Dann bringt mir leider das Epic gar nichts, hat auch keinen Slot. Ein bisschen ärgerlich, aber können wir nicht ändern. Ich habe auf dem Server nicht so viel Glück mit Slots in Epics gehabt. Ich denke, den Ghost schaffen wir auch noch. Ist zwar Intelligenz, aber jawohl. Und den Timmy auch gleich First Try geschafft. Ein paar Level gestiegen. Sehr gut. Das dismantle ich mal, damit ich auch mal was dismantle heute. Den könnte man auch noch schaffen. Der braucht vielleicht ein paar Pilzchen. Aber also der 180er hatte eine Gewinnchance von fast 5%. Ich hatte etwas mehr Versuche ausgeben müssen. Aber das war auch schon sehr knapp. Der wird fallen. Ich hoffe jetzt nur, dass es nicht so lange dauert. Ja, deshalb skill ich mal ein bisschen hier noch rein. Zack, 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 zack. So. Let's go, Demorizing, Dämon, come on. Wir wollen nämlich gleich mal zum Thema des Videos kommen. Ja, sehr gut. Also nur bei den Dungeons jetzt auch schon wieder 116 gekommen. Ja, das ist auch nochmal Geschick hier. Den lassen wir jetzt aber mal weg. Strength, ja, den würde ich jetzt mal, was machen wir mit dem? Verkaufen, 18.000 Gold. Ne, wir dismanteln den mal. So Leute, und jetzt ist der Moment gekommen, dass wir eben mal zum Elevator kommen, zum Thema, wie der Elevator den Serverstart gegebenenfalls beeinflussen kann. Und wir machen das jetzt mal in dem Fallbeispiel. Es ist jetzt nämlich nach 0 Uhr. Das heißt, ich bin wieder ein bisschen resettet worden. 20 Floors zurück. Wir merken uns mal die 77. Und ich weiß jetzt auch schon genau, wie weit wir kommen werden. Ja, deshalb klickt mal hier mal durch. Ich glaube, wir sollten, wenn es gut kommt, alles First Rise haben. Denn gestern bin ich genauso von 77 gestartet. Und da kommen wir gleich mal eben auf das Thema zurück. Jetzt sind wir bei 91, bei 97 ist leider Schluss. Wahrscheinlich, also ich denke nicht, dass wir weiterkommen. Aquarella the Dazzler, ja, so heißt der Gegner. Das ist anscheinend ab dieser Etage gleich mal ein richtiger, ja, wie so eine Levelbremse früher gewesen. Der ist deutlich stärker. Der ist deutlich stärker, den schaffe ich jetzt hier an dieser Stelle einfach nicht. Der macht auch viel mehr Damage anscheinend. Also da ist kein Durchkommen. Da ist kein Durchkommen. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr habt mal links oben auf das Gold geschaut. Wir haben in diesen 20 Etagen 120.000, mehr als 120.000 Gold gemacht. Und geschweige denn mal der anderen Ressourcen, die man da bekommen hat. Und das ist schon extrem krass. Also der Elevator zum Start eines Servers, ich bin relativ zu Beginn bis auch, also klar, ab einem gewissen Level kommt man relativ gut zu Etage 80 plus. Da gibt es ja auch schon eine Menge Gold. Man müsste mal alle Goldwerte zusammenfassen aus der Elevator-Liste.
vielleicht mache ich das gerade nochmal und füge euch diesen Wert ein, was man da überhaupt an Gold macht. Ne? Also wenn man den Elevator am Anfang spielt und gleich so weit kommen will wie möglich, und man hat die Chance, durch ein gewisses Level schon relativ weit zu kommen, dann kann man extrem viel Gold machen. Dieses Gold, was ich jetzt bekommen habe, das ist auch immer noch für Skills recht gut geeignet. Das bringt mir immer noch was. Ich kann hier einige Skills mir dadurch refinanzieren. Und ja, wenn man natürlich jetzt noch Berserker ist und Pilzer, ja, dann ist vielleicht hier noch nicht mal Schluss, weil der Berserker einfach vielleicht am ersten durchkommt. Und wer weiß, wie viele Etagen da noch möglich sind. Und von den Rewards her ist das halt auch der Grund, warum ich auch so viele Kristalle schon habe. Also Metalle fehlen mir halt. Also für den Hardcore-Pilzer kann der Elevator gerade als Berserker wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Rolle spielen und ihn noch weiter vorbringen. Und das ja täglich. Also man kriegt ja dann mindestens nochmal durch diesen Reset von 20 Etagen dann auch nochmal täglich einiges an Gold. Ne? Also das, was ich jetzt an Gold bekommen habe, habe ich auch letztes Mal schon an Gold bekommen. Da hat das sogar noch einen größeren Impact gehabt, weil meine Skills ja schlechter waren. Und ich musste jetzt eigentlich kaum einen Pilz dafür ausgeben. Und das ist wirklich krass. Also, ne, Free-to-Play-Spieler mit einem älteren, stärkeren Char, die profitieren davon prinzipiell auch. Zumindest, wenn sie es schaffen, halt in die höheren Etagen zu kommen. Free-to-Play-Spieler mit kleinen Chars profitieren davon nicht. Aber die Pilzer profitieren davon auch. Und ich hätte anfangs gar nicht gedacht, dass der Impact doch so groß ist, weil ich auch erst dachte, ach, na, das Gold ist ja gar nicht so viel. Aber hier auf B54 auf dem Char merke ich, boah, das ist schon eine schöne Skillspritze. Die fast für gar keinen Pilz 150.000 Gold. Wo kriege ich denn das? Steine, die ich bekomme aktuell, sind 1000 bis 2000 Gold wert. Wir bekommen beim Reittier-Leasing 3400 Gold für 25 Pilze. Stadtwache, können wir uns auch mal angucken. 10 Stunden sind 24.000 Gold. Das heißt, wir kriegen weitaus mehr in diesen 20 Etagen als in den 10 Stunden Stadtwache. Und das muss man mal so hervorheben. Das ist schon ziemlich fett. Und ja, das ärgert mich jetzt auch, dass ich keinen Berserker genommen habe, ganz ehrlich. Um gegen die Magier vorzukommen. Aber wie gesagt, das ist auch nur bei dem neuen Server relevant. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier Stufe 200 wären, dann kommen wir auch viel weiter. Und wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Etagen danach auch noch möglich sind. Ich denke, danach sind noch ein paar möglich, weil der Abstand so groß ist zwischen der 96. Etage und dieser, dass dann wahrscheinlich danach nicht gleich wieder so ein großer Sprung kommt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Vielleicht gibt es ja auch bald mal eine Übersicht aller Gegner im Elevator mit den jeweiligen Stärken. Da kann man das nämlich noch besser sehen. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal an diesem Fallbeispiel zeigen. Wir können jetzt auch noch über die Früchte sprechen und über die, wie gesagt, Kristalle und so. Da kommt ja auch ein bisschen was rein. Aber das ist wirklich krass. Was ich jetzt noch probieren will, einfach ist, wir brauchen noch ungefähr 9000 Steine. Ja, stimmt, Steine haben wir auch ein bisschen was bekommen. Sehe ich gerade, weil die Festung braucht das. Und ich habe jetzt schon die Hölzer bekommen und ich glaube, ich habe 3000 Steine oder mehr bekommen. Müsste ich auch noch mal gucken. Jetzt brauche ich noch 8000. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir über die Festung gegebenenfalls das sogar bekommen. Ah, schade, da kriegt natürlich Holz als erstes, was ich jetzt nicht zwingend brauche. Langfristig brauche ich es, ganz klar. Ich werde nochmal dismanteln, aber ich brauche eigentlich gar keine Kristalle dismanteln. Ich kann eigentlich Items dismanteln, die keine Kristalle... Oh ja, Steine 1200. Gerne mehr davon. Paar kleine, paar 600 haben wir bekommen. Im Paket ist jetzt nicht schlecht, denn... kann ich nochmal? Ja, ich kann nochmal. Großen Steine? Nee, schade. Wäre zu nice gewesen, aber gut, 4500 Steine. Das sollte ich dann im Laufe des Tages kriegen. Dann kann ich die Festung auf 10 starten und dann so viele Ressourcen sammeln wie möglich. Denn hier bin ich auch bald durch. Das heißt, Unterwelt sollten wir in den nächsten 2 Tagen angreifen. Aber dann kommt der Part wieder auf Englisch. Hier ging es ja, wie gesagt, auch um den Elevator und welchen Impact er zum Serverstart haben kann. Und ja, na klar, am Ende des, muss man auch nochmal sagen, der Gilden-Reward spielt da auch eine Rolle. Ja? Was ja auch der Grund ist, das Event geht ja jetzt noch, wie lange geht das noch? 4 Tage. Also
Das heißt, am Ende des Events habe ich auch Gemmine Level 10, bin im Level nochmal hochgestiegen. Das heißt, der legendäre Stein, den wir kriegen, wird auch ziemlich geil werden. Er wird ziemlich stark sein. Ich kann euch auch nochmal empfehlen, versucht die Gemmine bis zum Ende des Events ausgebaut zu haben, soweit wie ihr kommt. Denn welchen Stein ihr kriegt, also welche Werte der Stein hat, richtet sich nach den Werten, wie ihr die Steine aus der Mine zieht. Das bedeutet, euer Level, die Ritterhalle und vor allen Dingen der Ausbau der Gemmine spielen da dezent eine Rolle. Das war's von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss. Servus. Euer Basti.